Hallo und willkommen zu meinem super einfachen Baiser-Rezept. Am Ende gibt es noch eine praktische Rezeptkarte. Also, auf geht's! Für das Rezept brauche ich 3 Eiweiß. Das sind ca. 95 Gramm Eiweiß. Dazu nehme ich die doppelte Menge an Zucker, also in diesem Fall 190 Gramm, und eine Prise Salz. Und natürlich dürfen auch die Lollistiele nicht fehlen. Nun gebe ich das Eiweiß in meine Küchenmaschine, starte sie auf mittlerer Stufe, füge das Salz hinzu und ca. ein Drittel von dem Zucker. Es muss nicht exakt sein, einfach nach Gefühl. Anschließend erhöhe ich die Geschwindigkeit auf hohe Stufe. Das zweite Drittel Zucker gebe ich nach ca. 5 Minuten hinzu und das letzte Drittel nach ca. 10 Minuten. Insgesamt lasse ich alles ungefähr 15 Minuten bei hoher Stufe rühren. So lange, bis der Zucker sich komplett aufgelöst hat und die Baisermasse richtig schön glänzt und steife Spitzen bildet. Wichtig ist dabei, dass die Schüssel und das gesamte Zubehör sauber und vollständig fettfrei sind. Hier seht ihr die fertige Baisermasse. Sie ist schön glänzend und steif geschlagen. Genau so soll sie sein. Wer will, kann sie jetzt auch noch einfärben. Dafür eignen sich Gelfarben, sparsam dosierte flüssige Lebensmittelfarbe, aber auch Pulverfarbe. Für Schoko-Baiser könnte man auch Kakaopulver einrühren. Auf die Menge Eiweiß hier im Rezept wären 1 bis 2 Esslöffel Kakaopulver optimal. Meine Baisermasse bleibt heute aber ganz schlicht weiß. Damit ich die Baisermasse gleich komplett einfülle, habe ich direkt 2 Spritzbeutel mit 2 unterschiedlichen Spritztöllen genutzt. Natürlich würde auch einer reichen. Um die Baisermasse leichter nach unten zu schieben, nutze ich einen Plastikteigschaber. So verteilt sich die Masse gleichmäßiger. Am Ende drehe ich die Spritzbeutel noch schön ein, damit sie verschlossen sind und keine Luft eindringt. Sonst könnte die Baisermasse leicht austrocknen. Das Backpapier habe ich auf dem Backblech an den Ecken mit ein wenig oder auch ein wenig mehr Baisermasse fixiert, damit es nicht verrutscht. Dann spritze ich einen Klecks Baisermasse auf, lege den Lollistiel drauf und forme nach Belieben Baiser-Lollis. Ich beginne erst einmal mit ein paar runden Lollis. Diese spritze ich einfach von der Mitte nach außen kreisförmig auf. Um ein wenig Abwechslung zu haben, spritze ich auch ein paar längliche Lollis auf. Für die länglichen Lollis ziehe ich rechts und links im Wechsel und von oben nach unten Baiser-Tupfer runter. Wer mag, kann auch kreativ werden und Tupfer aneinanderreihen oder auch andere Formen aufspritzen. So wird jeder Baiser-Lolli einzigartig. Um den Platz am Ende ganz auszunutzen, kommen noch ein paar kleinere Tupfer in die freien Zwischenräume. Damit die weißen Baiser nicht so langweilig aussehen, habe ich mich am Ende nun doch noch für ein paar kleine bunte Streusel entschieden. Die Baiser kommen nun zum Trocknen in den Ofen. Optimal ist Umluft bei 75 Grad für 2 bis 3 Stunden. Wer aber, so wie ich, nur Ober- und Unterhitze hat, kann sie auch bei 90 Grad trocknen. Eventuell oder auch ziemlich sicher brauchen sie dann aber ein wenig länger. Da hilft nur gelegentliches Prüfen und Geduld. Wenn sie gut durchgetrocknet und fertig sind, lassen sie sich recht einfach vom Backpapier ablösen. Und hier nun das finale Ergebnis. Schaut euch diese schönen und knusprigen Baiser-Lollis an. Mit ein bisschen Klarsichtfolie und kleinen Schleifchen lassen sie sich hübsch verpackt auch einzeln verschenken. Als besonderes Extra habe ich hier eine Rezeptkarte erstellt. Ihr könnt euch beispielsweise jetzt einen Screenshot machen und habt das Rezept so immer griffbereit. Viel Freude beim Nachbacken und denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Rezepte verpasst. Bis bald!